Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Wir haben ein neues Event am Start, neues Speedset, neues Wochenend-Event und eine Ankündigung zum Testserver. Und vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube, das ist die erste Ankündigung, seit der Testserver überhaupt angekündigt wurde. Und sie lässt vermuten, dass es schon mal eine Ankündigung gab, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht gab. Jedenfalls haben wir das Spellbed Costume Set. Das ist so eine Mischung aus einem Halloween-Set und Thanksgiving, würde ich sagen. Allein schon wegen dem Hut, so ein, keine Ahnung, klassischer Thanksgiving-Hut mehr von der Richtung her, weniger ein Hexenhut. Und auch die Krawatte und so ist jetzt, glaube ich, eher weniger Halloween-mäßig. Aber ja, ist irgendwie so eine Mischung aus einem Herbst-Set, Thanksgiving und Halloween-Set, würde ich sagen. Das sind Fluggeräte hier unten. Die sehen auch ziemlich abgespaced aus. Und ja, das männliche Set gefällt mir persönlich nicht so gut. Das weibliche ist ganz cool. Farbtechnisch, gut, schwarz überwiegt halt natürlich, aber zumindest sind alle Farben wirklich unterschiedlich. Also ziemlich nice. Und die beste Combo ist natürlich wie immer orange-schwarz. Die gibt es zwar zweimal, einmal ist 2% und einmal ist 10%. Beim 10% überwiegt halt orange und beim 2% überwiegt schwarz. Aber ja, ist eigentlich ein, wie gesagt, gelungeneres CS-Set mal wieder. Aber ich sag mal so Hexen-CS-Sets und so, vor allem bei weiblichen Charakteren, da kannst du halt gar nichts falsch machen. Ja, dann zu dieser Ankündigung vom Testserver. Heute wurde eben angekündigt, der Public Testserver wurde auf den 25.11. erweitert. Und dass sie sich bedanken für die aktive Teilnahme und das Feedback. Ehrlich gesagt, ich habe den Überblick verloren beim Testserver. Kann da jetzt jeder drauf? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da immer noch nicht jeder drauf kann. Ich verstehe auch den Sinn des Announcements, ehrlich gesagt, nicht so wirklich, weil der Testserver, mal ganz davon abgesehen, was ich gerade schon gesagt habe, das ursprüngliche Datum war ja was 27. bis 30. oder so, Oktober. Und seitdem gab es eigentlich keine Ankündigung mehr, was jetzt mit dem Testserver ist und vor allem, wie lange er geht. Außer ich habe was übersehen. Dann tut es mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts übersehen habe. Und bis auf eine Person, die einen Code per E-Mail geschickt bekommen hat, dass sie jetzt auch auf den Testserver kann, habe ich auch so überhaupt nichts mehr mitbekommen, was irgendwie Zugänge zum Testserver angeht. Also, keine Ahnung. Man weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Also, ist irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen, das Ganze. War wahrscheinlich auch von Anfang an anders geplant, deswegen wurde es ein paar Mal sozusagen geändert, mittendrin. Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht so 100% den Sinn dieses Announcements, weil es, glaube ich, halt für die Leute, die immer noch keinen Zugang haben, und das dürften die meisten Leute sein, halt irgendwie so ein bisschen Schlag ins Gesicht ist. Du wartest einen Monat auf den Testzugang und dann wird dir gesagt, ja, in 5 Tagen ist Ende und du warst aber noch nie drauf, so ungefähr. Also, weiß jetzt nicht, wie gut das ankommt und ob es dieses Announcement jetzt wirklich gebraucht hätte. Dann haben wir das Thanksgiving-Event. Hier haben wir ein klassisches Event bis zum 18. Dezember. Man muss Event-Turkey von Monstern sammeln, die man tötet. Und die Monster dürfen maximal 10 Level unter deinem Charakter sein. Nur Charakter ab Level 20 oder höher können an dem Event teilnehmen. Und man kann 10 von diesen Turkeys für 2 Thanksgiving-Boxen vom Bürgermeister eintauschen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ziemlich simpel. Das Ganze geht bis zum 2. Januar und die Event-Turkeys werden dann auch entfernt. Also man muss sie eintauschen, sonst werden sie gelöscht. Wobei man da natürlich dazu sagen muss, dass man die ja auch irgendwann nicht mehr eintauschen kann. Also von dem her sie nicht einzutauschen, wäre irgendwie auch ziemlich dämlich. Ja, und was kann man so bekommen? Heartbreakers Weapon Skin kann man bekommen, Pet Transmute, Turkeylicious Neon Pink Set, Turkey Box, da müsste der Truthahn drin sein, also das Power-Up, was auch XP gibt, müsste das sein. Gold Aura, gutes bisschen random. Server Shout, Power Scroll, Blinking auf Madrigal, Upcut Stone, Flasks, etc. Trostpreismäßig ist es ein bisschen besser als viele andere Events, weil die Trostpreise hier sind im Endeffekt die Flasks und Death Upcut Stone. Upcut Stone haben die gleiche Wahrscheinlichkeit, also die höchste Wahrscheinlichkeit sind unter anderem Death Upcut Stone, Upcut Stone. Ist nicht schlecht, wobei man halt dazu sagen muss, man kriegt hier auch nicht so ultra viele Boxen. Also 2 Boxen pro Tag bedeutet pro Charakter. Das Ganze müsste 4 Wochen gehen. Das wären dann 56 Boxen, beziehungsweise 58, weil es immer ein Tag mehr ist.
58 Boxen, ja, ist jetzt natürlich nicht so viel. Also ich meine, wenn du zu 50, wie viel sind das? 3, 6, zu 70% kriegst einen Trostpreis. Also ich behaupte jetzt mal, alles, was 10% hat, ist ein Trostpreis, in Anführungszeichen. Wirst du halt natürlich einige Upcut-Stones bekommen, aber halt auch nicht so viele, weil Upcut-Stones sind ja nur 1/7 davon und es sind sehr viele Flasks dabei. Und bei den Flasks ist ja immer so, mindestens eine davon braucht man eigentlich immer nicht so wirklich. Von dem her, ja, also ist nicht das beste Event, wenn man es auf Masse farmt mit ganz vielen Charaktern, 8 Char-Taktik zum Beispiel, dann kann man hier wirklich sehr viel rausholen. Ansonsten, je weniger Charakter man hierfür benutzt, desto weniger wird man wahrscheinlich am Ende rauskriegen. Aber so ist das eigentlich bei jedem Event letztendlich, von dem her hat das jeder in der eigenen Hand. Und dann ist dieses Wochenende Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 noch das Weather Boost Event, wo je nach Wetterlage, wo das vollkommen egal ist, welches Wetter ist, es wird sowieso angezeigt, allgemein ein anderer Bonus aktiv ist. Genau. Und ja, das war's eigentlich so mit den News von heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auch in den Livestreams vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.